Das Echo der Zeit. Lena war eine junge Archäologin mit einer unstillbaren Neugier. Als sie einen geheimnisvollen Brief ohne Absender erhielt, änderte sich ihr Leben schlagartig. Darin stand nur ein einziger Satz: Finde das Tor der Zeit in den Ruinen von Ravenstein. Ohne zu zögern machte sie sich auf den Weg. Die alten Ruinen lagen tief im Wald, verborgen vor der modernen Welt. Die Einheimischen warnten sie, dass dort seltsame Dinge geschahen, verschwundene Wanderer, Stimmen in der Nacht. Doch Lena ließ sich nicht abschrecken. Nach stundenlangem Marsch durch dichten Nebel erreichte sie die Ruinen. Zwischen zerfallenen Mauern entdeckte sie einen Bogen mit seltsamen Symbolen. Sie zog den Brief hervor, ein Zeichen auf dem Papier passte genau zu einer Gravur auf dem Stein. Vorsichtig berührte sie das Symbol. Ein leises Brummen erfüllte die Luft, und der Bogen begann zu leuchten. Plötzlich wurde alles schwarz. Als sie wieder zu sich kam, stand sie nicht mehr in den Ruinen, sondern in einer belebten Stadt mit gepflasterten Straßen, Pferdekutschen und Menschen in altertümlicher Kleidung. Sie hatte sich in der Zeit verirrt. Ein Mann in einem langen Mantel trat auf sie zu. »Du bist die Auserwählte«, sagte er. »Das Echo der Zeit hat dich hierher gebracht. Es gibt eine Aufgabe, die nur du erfüllen kannst.« Lena folgte dem Mann in ein altes Gebäude. Dort entdeckte sie ein Wandgemälde und erstarrte. Es zeigte sie selbst, wie sie das Tor der Zeit aktivierte. Verwirrt trat sie näher und bemerkte eine Inschrift: Die Zeit wiederholt sich, bis das Geheimnis gelöst ist. Plötzlich drehte sich der Mann zu ihr um. Sein Gesicht veränderte sich und wurde zu ihrem eigenen. »Du bist schon viele Male hier gewesen«, sagte er mit ihrer eigenen Stimme. »Jedes Mal hast du versagt. Doch diesmal wirst du die Wahrheit erfahren.« Mit einem lauten Knall öffnete sich der Boden unter ihr, und sie fiel in einen endlosen Abgrund. In ihrem Kopf hallte die Stimme nach: »Finde die Wahrheit oder bleibe für immer gefangen.« Während sie fiel, sah sie verschwommene Bilder aus vergangenen Leben, Szenen, in denen sie dieselbe Stadt erkundete, dieselben Gesichter traf. War es eine Endlosschleife? Plötzlich veränderte sich die Dunkelheit um sie herum. Sie landete sanft auf festem Boden, aber es war nicht mehr die Stadt, die sie kannte. Vor ihr stand ein Tor, durch das schimmerndes Licht strömte. Eine tiefe Stimme erklang: »Du hast den letzten Schritt erreicht. Wirst du den Zyklus durchbrechen oder erneut beginnen?« Lena atmete tief durch. Sie wusste, dass sie eine Entscheidung treffen musste, eine Entscheidung, die das Schicksal der Zeit selbst verändern könnte. Dann trat sie durch das Tor und verschwand in einem Lichtblitz. Sie fühlte sich schwerelos. Stimmen flüsterten um sie herum, doch sie konnte keine Worte verstehen. Plötzlich fand sie sich auf einer grünen Wiese wieder. Der Himmel war seltsam golden, und in der Ferne sah sie eine alte Bibliothek. Langsam ging sie darauf zu. Als sie die Tür öffnete, sah sie Regale voller Bücher, die alle ihren Namen trugen. »Willkommen am Ende des Kreises«, sagte eine bekannte Stimme. Es war der Mann aus der Stadt, oder war es doch sie selbst? »Hier findest du alle Entscheidungen, die du je getroffen hast.« Lena zog ein Buch aus dem Regal. Die Seiten waren leer. Mit zitternden Fingern nahm sie eine Feder von einem Tisch. Dann schrieb sie ihre nächste Entscheidung hinein. Als sie den letzten Punkt setzte, begann die Welt um sie herum zu leuchten. Ein neuer Anfang wartete auf sie. Doch diesmal spürte sie etwas anders. Das Licht um sie herum formte sich zu Gestalten, Schatten aus vergangenen Zeiten. Sie hörte die Stimmen klarer, sie riefen ihren Namen. »Lena, du hast die Wahrheit fast erreicht. Doch bevor du weitergehst, musst du das Letzte verstehen.« Ein Schatten trat aus dem Licht hervor, es war eine Frau, die genau wie sie aussah, aber mit älteren Zügen. »Ich bin du«, sagte die Frau. »Ich habe es fast geschafft, aber ich habe einen Fehler gemacht. Dies ist deine letzte Chance.« Lena wollte fragen, was der Fehler war, doch plötzlich begann die Bibliothek zu beben. Die Bücher fielen aus den Regalen, als ob die Zeit selbst zerbrach. Die ältere Version von ihr hielt ihre Hand. »Lena, triff die richtige Wahl. Der Zyklus darf nicht noch einmal beginnen.« Mit einem letzten Blick auf die Bücher um sie herum atmete Lena tief durch. Sie verstand es nun.
Sie griff nach der Feder und schrieb einen einzigen Satz: Ich werde die Wahrheit akzeptieren. Das Licht explodierte um sie herum, und die Welt veränderte sich für immer.